Also Controlling lebt ja davon, dass man Durchblick hat. Ja, dass man sieht, wo habe ich meine Kosten, wo habe ich meine Erlöse, wo habe ich meine Deckungsbeiträge. Ja, Deckungsbeiträge, wer rechnet sowas schon aus? Im Prinzip machen die meisten Mittelständler Folgendes. Sie verkaufen Waren, sie produzieren Kosten, die Kosten werden nach Kostenarten aufgegliedert, die Umsätze werden einfach gesammelt, dann wird das eine voneinander abgezogen, dann wird eine BWA gemacht und dann wird am Ende der Überschuss ermittelt und das war's. Also da gibt es gar keine verursachungsgerechte Zuordnung, zum Beispiel der Kosten, ne? Personalkostennummer zum Beispiel. Ja? Wofür werden jetzt diese Personalkosten benötigt? Werden die benötigt zum Beispiel für die Verwaltung oder werden die benötigt für die Produktion der Güter zum Beispiel? Und deswegen sagt man ja auch Kosten des Umsatzes. Ne? Umsatzkostenverfahren ist letzten Endes notwendig, um überhaupt mal einen richtigen Schritt in Richtung Controlling zu gehen, aus meiner Sicht. Und trotzdem ist es so, dass im deutschen Mittelstand das Umsatzkostenverfahren eigentlich die Minderheit ist. Das kann ich auch gut verstehen, warum es die Minderheit ist. Weil es nämlich so ist, um das Umsatzkostenverfahren zu machen, müsste ich ja wissen, welche Kosten verursache ich jetzt aufgrund meines Umsatzes. Also sprich, welche Kosten verursache ich, um Waren und Güter zu produzieren oder um Dienstleistungen zu erbringen, die ich dann verkaufe, im Gegensatz zu welche Kosten produziere ich aufgrund von Verwaltung, die eben nun mal sowieso notwendig ist, egal ob ich Waren oder Dienstleistungen verkaufe. Und um das zu schaffen, muss ich natürlich eine entsprechende Datengrundlage haben. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal erfassen, welche Kosten überhaupt entstehen aufgrund der Produktion. Also muss ich zum Beispiel erfassen von Produktionsrückmeldungen. Ja? Zum Beispiel Kosten der Mitarbeiterstunden, die notwendig waren, um einen Teil zu produzieren. Oder Kosten der Maschinenstunden, die notwendig waren, um einen Teil zu produzieren. Oder Kosten der Rohstoffe, die in ein produziertes Teil eingeflossen sind. Ja? Und erst wenn ich diese Daten alle erfasse und dann alles zusammenrechne und dann alles addiere und dann die Differenz bilde zu unserem Umsatz, dann kann ich überhaupt erstmal meinen Deckungsbeitrag errechnen. Und diese Daten zu erfassen, das kann man natürlich eigentlich nur man kann es rein theoretisch auch ohne ERP-System, aber rein praktisch kann man das überhaupt nicht ohne ERP-System machen, weil man ja alle Daten sammeln muss und alles muss ja zusammengerechnet werden, die ganze Stückliste und so weiter. Das war jetzt ein Thema aus der Produktion oder wenn ich jetzt ein Thema aus dem Projektmanagement nehme, da ist es ja genauso. Die Projekte, die gemacht werden, die Mitarbeiterstunden, die erfasst werden für die Projekte, welche Ressourcen sind es, was sind das für Mitarbeiter, wie viele Gehälter haben, also was für ein Gehalt haben die, wie viele Stundensätze haben die, Kosten meine ich jetzt, Kostenstundensätze und so weiter. Ne? Sowas kann man letzten Endes auch nur machen, wenn alle Mitarbeiter tatsächlich mitmachen, alle ihre Stunden auch wirklich erfassen, was natürlich auch nur geht, wenn sie es zum Beispiel auf dem Handy zurückmelden müssen, anstatt in irgendwelche Tabellen auszufüllen. Und auch das geht nur, wenn man ein Cloud-ERP-System hat. Das heißt, umgekehrt verstehe ich zwar, dass viele Mittelständler das Gesamtkostenverfahren wählen, weil sie kein ERP-System haben, jedenfalls kein modernes Cloud-ERP-System. Ja? Aber die Lösung wäre im Grunde genommen ganz einfach, ein modernes Cloud-ERP-System einzuführen. Dann hätte man auch die entsprechenden Funktionalitäten zur Verfügung, könnte auch die Daten erfassen, hätte dann ein Umsatzkostenverfahren und hätte dann ein viel besseres Controlling, weil man dann nämlich sehen könnte, okay, wo verschwende ich eigentlich Geld? Zum Beispiel in allgemeinen Kosten, die nicht im Umsatz zugerechnet sind, die man vielleicht hinterfragen kann, ja, die nicht vielleicht unbedingt notwendig sind. Oder noch besser, wo habe ich zum Beispiel Produkte oder Produktgruppen, bei denen ich jedes Mal, wenn ich sie verkaufe, einen Verlust mache, weil nämlich die Inputkosten viel zu groß sind. Das ist jetzt gerade besonders wichtig in den Zeiten, in denen die Rohstoffpreise so unglaublich steigen. Ja? Viele Firmen produzieren einfach weiter und denken, ja, je mehr ich verkaufe und je mehr ich sozusagen Umsatz mache, umso besser. Dabei fällt ihnen gar nicht auf, dass von 10 Produkten, die sie haben, 3 Produkte durch die höheren Inputkosten, durch die höheren Rohstoffkosten
letzten Endes einen negativen Deckungsbeitrag haben, was bedeutet, dass sie mit jedem Stück, was sie da zusätzlich verkaufen, noch weiteren Verlust machen und im Grunde genommen eigentlich der Firma schaden. Sowas kann man nur wissen, wenn man ein Cloud-ERP-System hat, was diese Daten sammelt, was einem das auch anzeigt. Und von daher kann ich jedem nur raten, ein modernes Cloud-ERP-System einzuführen, um zu einem solchen Umsatzkostenverfahren zu gelangen und damit letzten Endes die Grundlage überhaupt für ein ordentliches Controlling zu legen. Und was natürlich auch beim Controlling noch wichtig ist, ist, dass es zeitnah ist. Was nützt es mir, wenn ich heute erfahre, dass ich vor 1,5 Jahren was Falsches entschieden habe? Ja toll, dann ist die Welt auch schon 3-mal weitergedreht. Ja? Sondern ich muss ja sehen, wie es jetzt gerade ist, wie es in einem gerade laufenden Projekt ist, ob ich in einem gerade laufenden Projekt mit den Kosten aus dem Ruder laufe oder ob ich mit dem gerade produzierten Auftrag einen Deckungsbeitrag mache. Man kann es kaum glauben, aber man kann zum Beispiel mit SAP Business by Design für einen Kundenauftrag, den man erfasst, sofort anzeigen, ob man einen positiven Deckungsbeitrag hat oder wie hoch der ist. Dann kann man sofort überlegen, also zum Beispiel jemand erteilt einen Auftrag für 1 Million Euro. Ja? Und die Kosten für diese sind 800.000 Euro. Und dann habe ich natürlich den Deckungsbeitrag für 200.000 Euro. Jetzt kommt der nächste Kunde und sagt, okay, ich will auch das, aber ich will einen Rabatt von 30%. Jetzt denkt der Vertriebler, ja gut, toll, wenn ich den Rabatt gebe, dann gewinne ich den Kunden. Aber wenn er das tut, dann hat er in dem Moment automatisch der Firma geschadet, weil er nämlich ja 100.000 Euro minus gemacht hat, Deckungsbeitrag technisch gesehen. Und das kann er aber nur erkennen, wenn ihm das System auch wirklich diesen Deckungsbeitrag anzeigt bei der Auftragserteilung. Und das ist zum Beispiel auch eine Funktion, die SAP Business by Design unterstützt. Und ich will damit nur sagen, das Umsatzkostenverfahren ist mal die Grundlage für ein gutes Controlling, zumindest meiner oder unserer Überzeugung nach, eignet sich nur das Umsatzkostenverfahren für ein gutes Controlling. Und ist aber nur der Anfang. Es gibt da noch zusätzliche weitere Funktionen, um fortgeschrittenes Controlling zu machen, wie zum Beispiel die Anzeige des Deckungsbeitrags pro Kundenauftrag und so weiter und so fort, die man dann darauf aufbauend auch noch weiter nutzen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ohne ein ordentliches Cloud-ERP-System kommt man da nicht weit. Ja, wenn Sie sich darüber noch ein bisschen genauer informieren möchten, dann treffen Sie uns bei events.adapro.eu. Link unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf Sie.